Hallo, liebe Vespa-Freunde, liebe Simpson und alle Zweitakt-Freunde. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Was machen wir heute? Heute gucken wir uns den Motor mal genauer an. Wir zerlegen ihn, wir schauen, was noch so alles kaputt gegangen ist und wir gucken, was das für eine Ursache eigentlich war. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran. So, jetzt geht's los mit dem Motor. Der steht jetzt hier schön auf der Werkbank. Genau. Der Stutzen ist porös. Den kann man dann gleich mittauschen. Und hier nochmal das Pleuel. Also wir haben hier eine Führung und es wird zwar immer Spiel, haben die immer hier in dem Bereich, aber das ist zu viel und hier haben wir auch ganz eindeutiges Höhenspiel, was man hören, wenn wir am Pleuel auf und ab uns bewegen. Hier sind schon die Neuteile, Probewelle, Originalteil, Lager, Dichtungen und neuen Zylindersatz gibt es auch noch dazu von Piaggio, also auch alles original. Genau, der ganze Siff ist nicht weggegangen von dem Ding. Macht aber nichts, der ist auch schon mal neu reingekommen, das sieht man. Kolben ist gar nicht mal so wahnsinnig schlecht. Also habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen. Theoretisch kann man den sogar noch mal nehmen. Aber da wir jetzt eh schon dran sind und den revidieren, dann machen wir das gleich neu mit. So, jetzt kommt er auf die Pole Position. Genau, jetzt geht's los. Also hierfür, um die Lichtmaschine abzuschrauben, brauchen wir einen Abzieher. Ohne den könnt ihr das vergessen. Also ihr findet immer in meinen Videos unten einen Link dazu, zu dem passenden Werkzeug oder guten Teilen. Die könnt ihr dann gleich ordern. Das ist nochmal der alte Zylinder. Also er war wirklich nicht so schlecht. Der ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Also wir sehen hier teilweise noch die hohen Spuren drin. Relativ gut sogar. Auf der Kamera sieht man es nicht, aber wir sehen hier die hohen Spuren ziemlich deutlich noch und es sind keine wirklichen Fressspuren drin. Also es sind schon Schatten drin, aber das macht nichts. Zylinderkopf. Den Zylinderkopf nehmen wir wieder. Kommt auf Seite. Mal schauen, welche Schrauben aufgehen, welche abreißen. Da hier in dem Motor schon etliche ersetzt worden sind, also durch Helicoil-Einsätze hier rausgerissene Schrauben, rechne damit. Also ich habe jetzt hier schon, bis die Teile gekommen sind, wichtige Schrauben mit Rostlöser eingesprüht. Vielleicht bringt es irgendwas. Der Plan ist, nur so viel wegzumachen wie notwendig. Also wenn ich nicht alles wegschrauben muss, bleibt es dran. Hier ist jetzt noch das Mütterlein, das wird jetzt rausgeholt. So, jetzt wo der Lärm weg ist, das ist der Kolben. Also wir sehen, dass der sieht gar nicht so schlecht aus. Ein paar leichte Riefen hat er. Oben nichts dramatisch. Hier auch immer gucken, ob das vollständig ist, ob die Kolbenringstifte da noch drin stecken. Sonst auch hier kaum Verschleiß, nichts spürbar. Hier sieht man auch noch das Logo hier drin. Genau. Der kommt mal auf die Seite. Auch das Nadellager sieht also auch neuwertig aus, also rein optisch. Ja, sieht gar nicht irgendwie verschlissen aus. Kommt natürlich auch neu, ist klar, aber gucken wir nochmal das Pleuel. Jetzt kann man es nämlich gleich mal checken. Ich schaue hier auch nochmal rein ins Pleuelauge. Ist auch kein Verschleiß. Und was ist hier jetzt? Also wir hören das Höhenspiel.
Ganz klares Zeichen. Also das ist am Arsch des Bläu. Jetzt machen wir hier die Lima raus. Die Simmeringe sind bestimmt auch hier schon durch. Das geht immer stramm. Jetzt Polrad ist auch schön. Das Polrad, nichts gebrochen am Magnet. Gleich weg mit dem Werkzeug. Also das ist gerade hier. So sieht's aus. Hier ist Zündanlage. Alles von dem Siff ist nicht weggegangen. Jetzt hole ich die hier raus über die Kreuz und dann fangen wir an, das so langsam hier jetzt ist das hier unten eingehängt und hier noch mit dem Sensor, da sind auch noch 2 Schrauben, die da ziemlich rostig sind. Oh, die waren ordentlich zu, die hier. Wenn sie verölt sind, ist meistens gut, Alter. Dann sind sie nicht verrostet. Dann kriegst du irgendwie wieder auf. So. So. Schrauben wir den Geber, den mal auch ab, den Geber. Der ist sogar vorpositioniert, den kannst du sogar gar nicht falsch rum einbauen. Jetzt mache ich hier die Schrauben hier ringsherum auf. Und hier oben sollte ich den Vergaser, ich glaube, ich mache erstmal Vergaser weg, das obere Geraffel hier. So. Den muss man auch reinigen, den Vergaser. Jetzt kommt man nämlich da noch gut ran an das Zeug. Das ist die Ölleitung. Den will ich auch retten. Oh, der ist schon ordentlich vergammelt, hey. Der Vergaser. Okay, das ist mal der Vergaser. Schutzblech schrauben wir auch ab. Schon dabei sind. Vorne und hinten eine Schraube an der Seite. Dann oben reingesteckt. Genau. Also so sieht er jetzt hier aus gerade. So. Die lösen wir jetzt noch. Das sind so spezielle Torx mit Stift drin. Genau. So. Jetzt sieht man es ein bisschen besser hier, den Bruch. Also wenn er schon so porös ist, dann solltet ihr auf jeden Fall einen neuen nehmen, dass er keine Falschluft zieht. Sonst habt ihr kleinen Kolbenfresser. Also der steht innen schon auch schon durch. Und auf der anderen Seite ist jetzt noch der Riemen drauf, das Bumperädele. So, da ziehen wir den da ab. Und da ist das Rad, der ist noch neuwertig. Da muss man erst Pumpe hier lösen. Und dann
Die hat aber auch ihre eigene Stellung nachher wieder. Und dann wird er da drauf gemacht. Aber hier ist auch der Wellendichtring Fritte, der muss auch neu. Jetzt mache ich erstmal das da. Die da. Ja, ich denke, 8 wird schon gehen. Mal lösen hier. Ja, aufpassen, dass die nicht abreißen. Da ist auch mal ein abgerissen von irgendjemandem schon. Drehen wir auf jeden Fall mal raus. Das weg ist weg. Und das alles ist, ja, ist gut. Hier oben ist der, hat einer seine Freundin überfahren, ich weiß nicht, das ist so Haare, ist schon richtig eklig. Aber hier oben hat so Membrane, die darf man auch nicht schrotten. Das sollte man heilen lassen. Die muss ich noch rausholen. Das ist die Membrane. Da kann man auch gleich gucken, in welchem Zustand die ist. Sieht man hier die Membranfedern, die sind noch schön anliegend, die ist noch gut. Die nehmen wir nochmal. Und jetzt haben wir hier auch freie Sicht aufs Mittelmeer. Ich denke, da muss man Ständer auch machen. Hockt eben auch ein innenliegender Wellendichtring, der ist ziemlich versenkt, ist zu müde, den nachher zu wechseln, wenn es im eingebauten Zustand ist. Gut, jetzt mache ich die hier weg. Ein bisschen rabiat. Was ist los? Oh. Die ist also ordentlich fest vom Ständer gewesen. Da hättet ihr euch bestimmt einen abgewirkt. Jetzt große, kleine Schraube. Das Pümplein. Das ist die Seite gewesen. Jetzt holen wir den Ständer da voll weg. Ach, habe ich die noch gar nicht? Ich wollte die rausmachen eigentlich. Rausdrehen schon wollen. Ordentlich eingegammelte Schraube hier. So, hier ist noch oben eine. Ah ne, die war locker einfach. Die habe ich nur nicht rausgezogen.
Die habe ich nur noch nicht rausgezogen. So ist optimal. Und man sieht, dass der Lagersitz in Ordnung ist. Dass der nicht am Arsch gegangen ist. Oh, die Lager hier. Ja, die sind jetzt wahrscheinlich durch die Erwärmung jetzt. Aber hier. Hört man das Schnackern? Richtig am Arsch. Mal gucken. Kleine Schläge, vorsichtig mit Lager. So sieht's hier aus. Nächster Vorgang ist jetzt erstmal reinigen den Laden hier. Alles reinigen, das ist jetzt der nächste Schritt, das ist nicht so spannend. So, Reinigung des Vergasers ist fertig. Den habe ich zwischenzeitlich mal zerlegt, das ist die Ölpumpe hier. Hier sieht man ordentlich Verschleiß. Es kommt dann nach dem Reinigen meistens zutage. Oh. Vergaser. Das ist jetzt schon wieder ganz ordentlich geworden. Den müssen wir nochmal durchchecken, ob jetzt die Düsen auch, ob das richtig ist. Weil anscheinend hat da hier mal einer Tuning-Versuch gemacht. Ich weiß, das Blättchen hier rausgemacht und andere Düsen. Muss man gucken, ob das jetzt noch passt. Schwimmer. Ja, das sieht aus, wie wenn der Schwimmer hier das Ventil hier, das Schwimmernadelventil ist schon gut eingelaufen. Muss man auch erneuern. So, das habe ich mitgereinigt. Sieht jetzt auch wieder ganz akzeptabel aus. Das war mal das. Und jetzt kommt der Rest rein in die Suppe. Die Schrauben kommen auch alle da rein. Und dann kommt hier der Zylinderkopf da rein. Und den Zylinder wasche ich ja auch nochmal mit. Genau. Und den Kolben auch. Das ist der Kolben hier. Ah ja, dass ihr nichts verpasst, Abo nicht vergessen oder Like, wenn es euch Spaß gemacht hat, oder ihr guckt einfach mal rein, was sonst noch so da ist auf der Playlist. Ciao!